Moin, meine Kampfkumpelzwerge und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Sherlock Holmes, ihr Lieben. Wir sind jetzt im nächsten Kapitel. In der letzten Folge sind wir hier bei der Bank stehen geblieben, wo eine Aktion stattfindet und da müssen wir dementsprechend rein. Keine Ahnung, wie wir werden das herausfinden, wie E010. Dr. Watson, Sie sollten von den Schienen runter. Any luck? None. They're holding an auction, invitation only. The good news is, I know who might have one. We need to find Mr. Barnaby. Who? Frank Barnaby, most likely a local. And you think Mr. Barnaby will be happy to share his invitation? Let us first find him, then we can see if he is the generous type. Mr. Barnaby. Mr. Barnaby müssen wir jetzt erstmal finden. Ich habe auch gerade nicht aufgepasst, was er gesagt hat, Dr. Watson. So, ist im Besitz einer Einladung für die Auktion. Diesen Herrn müssen wir finden. Wir müssen natürlich wieder eine Runde rumfragen, wer Mr. Barnaby kennt. Eine Runde Mr. Barnaby. Hi, können Sie mir auch helfen? Oder stehen Sie einfach nur hier so rum? Entschuldigung, Sie waren in meinem Weg. How marvelous, Holmes. Could you help me? A city within I a thought city. no one would ever ask. Indeed. Oh, sofort die richtige. Sieht, ich habe schon den richtigen Riecher hier. Die Einheimischen sagen, dass er in Chinatown einen Laden namens Barnaby's Hidden Creams oder Cramps hat. Oder Gamps oder so ähnlich. Mein Those Englisch ist mountains scheiße. are delightful. It is as though we have been transported to the Orient itself. Was? Mit Laternen? Gut, wir sind ja schon in Chinatown drin. Could you help me? I'm sorry, you should search for answers somewhere else. Ja, danke für die sehr höfliche Antwort, Madame. Gut. Barnaby's Hidden. Barnaby's. Nein. Oh, Miezekatze. Muss streicheln. Oh, ein Hotel. Schade, hier komme ich nicht rein. Hier ist auch ein Shop, aber das sieht so aus, als ob ich hier nicht durchkommen könnte. Mr. Barnaby's. Der Name gefällt mir irgendwie. So, geht's hier auch noch weiter mit Chinatown oder Miezekatze? May I ask you something? Don't remind me of anything. Someone else might help you better, sir. Pass auf, und dann ist es... Oh Gott, Kollege, ernsthaft? Du stehst direkt daneben. Ich wusste schon irgendwie. Rather unassuming for a jewelry store. Damn, he at it again. Barnaby still owes you. If he can't pay in greenbacks, he'll pay in blood. Locked. No one's here. Gut, kann ich denn schon... Unweit des Ladens Barnaby am Arsch wurden wir Zeuge eines Gesprächs zwischen zwei verärgerten Männern, die... May I ask you something? I'm bone tired, but yeah, I'll help you. Jetzt auf einmal kann er mit uns quatschen. Die zwei Gentlemen sagten, dass Mr. Barnaby ihnen Geld schuldet. Er ist als Alkoholiker bekannt und betrinkt sich oft. Offenbar gerade in einer hiesigen Bar namens Giddy Gador im Kirolenviertel. Er soll an einem gelben Hut und einem grünen Jackett zu erkennen sein. Was für ein Geschmack. Gut, wir müssen zu diesem Viertel einmal hin, wo der auch immer ist. Wir latschen einfach mal eine Runde durch. Okay, den können wir... Ah, guck mal. Ach, Mensch. Wenn man vom Teufel spricht, die würde ich ja nicht lang This gehen. place. There's a Spartan charm, does it not? It does. My soul will always yearn for London's gloom, but it reminds me of Cordona in a nice way. Katze. Ein Miau für ein Beutel. Beutelchen wird sich freuen. Ah, guckt mal, da ist Giddy. Yeah, I need. Are Hallöchen. you able to help me?
No, I not heard about that. Sorry. Natürlich, du stehst auch nur gerade direkt daneben. Do you know anything about this? What makes you think I can be of any help? Naja, weil wir, ja, alles Arschgeigen hier, ne? Oh, sehe mal einer hier. Barnaby, unconscious but with his eyes open. Oh Gott, ich habe die Dings total vergessen. Mr. Barnaby, das Bankhaus Quay lädt Sie herzlich zu einer Auktion in geschlossener Gesellschaft ein. Wir freuen uns, eine Kollektion seltener und außergewöhnlicher schwarzer Opale anbieten zu können. Kontaktieren Sie für weitere Informationen bitte unser Personal. Wir würden es sehr begrüßen, Sie mit Ihrem saubersten Anzug und nüchtern in unserem Haus willkommen zu heißen. Das ist sehr schön. Sollte es zu einem weiteren unzumutbaren Vorfall kommen, sehen wir uns leider gezwungen, Sie von unserer Liste potenzieller Käufer zu entfernen. Ja, läuft. Der Typ ist Look, vollkommen Watson. hinüber. The two of you are just alike. Oh, great. So I look like a haggard alcoholic. Yeah. Eureka! What have you got? An idea. First, we'll need Mr. Barnaby's clothes. Holmes. Fragen Sie nicht. Watson, time is of the essence. You will go to the bank, not as yourself, but as Frank Barnaby. Holmes, we look nothing alike. The hat and coat will do the heavy lifting. Just stay cool, play the part, and no one will notice the difference. Trust me. Ja, Holmes, must vertraut we den alten really indulge in Holding. this farce? It worked in Switzerland, didn't it? Sure, if you redefine the word worked. Na dann, dieser Geschmack ist sehr, ich würde es mal fatal sagen. Oh, die Katze ist sofort ohnmächtig geworden. So reizvoll ist meine Kleidung. Wie kann man... Ich sag nichts mehr dazu. So, hier ist das Chinatown-Viertel. Where's my cash, Frank? In the bartender's tip jar? Ihr solltet hier ganz schnell durchgehen. Anscheinend funktionierte meine Verkleidung sehr gut. Ja, Dr. Watson, sehr schnell durch. Where's the money, Barnaby? Hab ich verkauft. I'll wait here so as not to arouse suspicion. Ich verkaufe mein eigenes Geld. Und bekomme dafür Geld. Wow, das ist eine Logik. Oh, hat er eine Waffe? Mr. Barnaby. Sie? Right you are. Shop owner. Right. Your invitation, sir? Here you go. You okay, sir? Seem to have the jumps. I'm in a rush. Come on in. Sagt einfach, ich muss ganz dringend aufs Klo. Darf ich Ihre Toilette benutzen? Hallöchen. Gut. Kann ich hier noch irgendwas... Heavens, I never seen gems so big. I simply must have them. Wir sind wegen Umpal hier, ne? Schwarzer Feuer, Herkunft Australien, Gewicht 40 Karat. Ich wollte 400 gerade sagen, oha. Seltener Edelstein, vermutlich ein Bruchstück eines auf der Erde einschlagendes Meteoriten. Ah, die sehen... They're so black it's like they absorb light. Rather hypnotic. Die scheinen mir aber sehr rot. Ja. Hallöchen. Are you able to help me? You better ask someone else about that. Weg damit. Schwarzer Opal, Herkunft Australien, Edelstein, Meteoriten. Ich nehme ja schon Wolkenbruch. Oh. Oh, okay. So, dann fragen wir mal die junge Dame da vorne. Die restlichen kann ich ja nicht befragen. Sorry, I'm just dealing with another client's request. Please wait a moment.
Was für eine Grütze stelle ich jetzt hier an? Das ist jetzt die Frage. This might be useful. I'll make a note. Das Bankhaus Gray dankt folgenden Wohltätern der Stadt, die sich um unser Geldinstitut verdient. Was? Verdient gemacht haben? Okay. Französisches Viertel. Ah, gut, dass man auch noch hinschreibt, wo die Leute wohnen. So, sie scheint jetzt gerade fertig zu sein, oder? Morning, sir, and welcome to the E.W. Gray Banking House. The auction will begin shortly. Name's Zoe Clemens, and I'd be delighted to help you. Pleasure to meet you, Miss Clemens. I am Frank Barnaby. I do have some questions, if you don't mind. These gems are rather curious. What can you tell me about them? These rare beauties are black opals, all the way from Coober Pedy, South Australia. When they catch the light, the dark stone becomes a brilliant rainbow. It's something special. Forgive my curiosity, but who was the previous owner? Sir, I ain't at liberty to disclose them details. It doesn't say where these stones came from. No provenance, no previous owner. I'm starting to suspect they were illegally procured. What? We would never. I can assure you these gems were bought from one of New Orleans' most upstanding citizens, a philanthropist no less. If you would like to know more, I could get my manager. You old dog, Barnaby. Didn't think you'd sober up for the auction. An hour ago, you were 3 sheets to the wind. Oh, you know, I hold my liquor better than most. And the auction was an important business opportunity. An important business opportunity. Ha! What have you done with the real Barnaby? Well, maybe I'm drunker than I thought, mister. Mister? What's wrong, Frank? You're looking pale. Don't you recognize your old pal, Grub? Ja, ich habe so viel gesoffen, definitiv. Ja. Überdimensioniert. Er möchte was kompensieren damit. Oh nein, er ist Sheriff. Machtposition. Oha. Alte oder rechtschaffenes Image. Oh, polierte Fingernägel. Vielleicht steht da auf Pediküre. Art auf sein Aussehen. Naja, als Chief oder Sheriff. So, haben wir abgeleckte Schuhe. Sehr abgeleckt. Ah, guck mal. Verdienstorden. Jetzt handelt es dass sich Sheriff Corps Wort ist in New Orleans gesetzt. Er ist ein Exzentriker, der sehr auf sein rechtschaffenes Image und sein gepflegtes äußeres Erscheinungsbild achtet. Inklusive seiner Fingernägel, all dies ist jedoch nur eine Fassade, um sein wahres Naturell zu verbergen. Er ist ein gnadenloser Mensch, der in der städtischen Gemeinschaft viel Macht hat und jedem gefährlich werden kann. Trifft der Satz, Hund, die Bellen beißen nicht zu. Er will den Eindruck erwecken, dass er in New Orleans was zu sagen hat, ist aber letztendlich nur ein Rädchen im großen Getriebe der Polizeibehörde. Tatsächlich fühlt er sich in seiner Rolle so unwohl und minderwertig, dass er versucht, seine Unzufriedenheit mit albernen Wettkämpfen, einem modischen Erscheinungsbild und ja, könnte ja wieder beides sein, ne?
Ich würde nicht sagen, dass er nicht beißt, ne? Der sieht schon so ein bisschen anders aus. Ja, ich nehme mal das. Of course I know you, Sheriff. Good. Now, while I have you, there's the matter of your outstanding fines. I've been more than reasonable, but I'm afraid the bills come due. Fines? Right. I'm afraid I don't have anything on me. That's funny. Ain't you at the auction? I weren't born yesterday, Frank. Now, assault, battery, disorderly conduct, that's serious stuff. You got off easy, but if you don't pay up, things get a whole lot worse. Look, Sheriff, I'm not actually... Whoa, whoa, whoa. Think careful now, 'cause Frank Barnaby only owes us cash. But fraud, impersonation, that's weasel behavior. And you know what we do to weasels round these parts. Feed 'em to the gators. So, Frank, what's it gonna be? Here's all I have. Mighty fine of you. The people of this parish deserve peace. They don't take kindly to visitors. Don't miss that boat tomorrow morning, Doctor. Woher weiß er das? Woher weiß er das, dass ich Doktor bin? Oder er hat auch sehr scharf kombiniert. Also hat er doch auch sein Gutes. Watson muss nicht länger Mr. Barnaby eigentümliche, stinkender Kleidung tragen. Es will Zeit zurück zum Schiff zu gehen und die Kleidung zu wechseln, damit Watson nicht Gefahr läuft, mit verwechselt zu werden. Check, das machen wir jetzt auch. Ich werde eh gleich verwechselt, wetten. I told you, Holmes. I told you it was a bad plan. Now we're penniless and wanted criminals. Hysteria gets us nowhere, Watson. Tell me what happened. The sheriff saw right through me. He knew who I was from the start. Extorted me for every coin I had. Bah, all that matters is what you learned about the gems. I shan't discuss it while still wearing that blighter's clothes. I'm going back to the boat to get changed. Ich werde gleich verprügelt. Das habe ich schon mindestens im Gefühl. Dass hier gleich irgendwas ist und ich, ja, bekomme was auf die Nase. Hallöchen, Achtung. Ich will hier einmal vorbei. Wir sind da hinten angekommen. Ich hätte auch mir eine Kutsche schnappen können, glaube ich. Ja, okay, da sind wir ja jetzt gerade. Das ist nicht unser Schiff, oder? Doch, hier. Mensch, da wäre ich gerade beinahe weitergelaufen. No, no! Was that your luggage again? I don't understand. We just got it back in order. Nicht dein Ernst. It was like the luggage had legs of its own. Oh, Mr. Pratchett will have my head. You know, I think the look actually compliments you. Why bother changing it? Ich gehe mich ersaufen. A pox on the crew. Ich sehe schon auf mich zukommen, dass ich gleich...
gucken einfach mal. Eine Antwort ist richtig. Gut, das Dokument würde ich gerne noch mal sehen. Bei dieser Auktion werden schwarze Opale. Da. A. Dann gehen wir mal die A's durch. Da haben wir eigentlich... Ach du Scheiße. 3 Kandidaten, die wir mit den A's in Verbindung setzen können. Jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Ach du Heilige. Das ist Dillard. How am I gonna fish him out? Anyone got a net? Macht den Kopf. Ey, was ist das für ein Service hier, ne? Habe ich das nicht ausgewählt? So. Französisches Viertel. Die Thomas Street. Steht aber nirgendwo, ne? Wir wechseln mal hier hin. Der Typ ist noch ohnmächtig, ne? Ja, so ziemlich ohnmächtig. Jetzt weiß ich schon wieder nicht, was ich machen soll, außer... Oh, jetzt eine Katze. Can you satisfy my curiosity? What makes you think I can be of any help? Manche Leute müsste man einfach nur so richtig kräftig verprügeln. Hab ich das Gefühl. Auf die feine englische Art und Weise. May I ask you something? What makes you think I can be of any help? Den nächsten, den ich verprügeln möchte. So, wie gesagt, mir wird ja gerade keine Hinweise gegeben. Das ist das Logischste jetzt gerade. Help me, please. No, I not heard about that. Sorry. Oh mein Gott. Excuse me, just one question. No, first I've heard of it. Habt ihr überhaupt irgendwas davon gehört? Fischerdorf. Ich glaube, ich muss hier so ein bisschen noch rumschauen. Auf der anderen Seite waren wir nie. Ach nee, das gehört hierzu, zum Hafen. Okay. Forget the sheriff. I'm sure it was simply bluster and bloviation. Ja, na klar waren die das. Hallo, Lady. Okay, sie will nicht mit uns quatschen. Help me, please. What makes you think I can be of any help? Also ich muss auf jeden Fall irgendeinen Mr. A finden. Die Tafel der Wohltäter. Mir fehlt noch irgendwas. Na klar, fehlt mir irgendwas. Are you able to help me? Doesn't remind me of anything. Someone else might help you better, sir. Ja, ich frag mal den Ohnmächtigen hier. Vielleicht kann der mir ja helfen. Could you help me? Don't remind me of anything. Ja, Someone gut. else might help you better, sir. Ich glaube, die sind alle hier irgendwie miteinander verwandt. Die sagen immer dasselbe.
Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, wo die, Santos... Ist das vielleicht die... Ich habe doch hier irgendwo eine... Da hinten. Can I ask you a question? I know a lot, but not this. Ah, gut zu wissen. Ach, komm schon. Ich hätte jetzt auf die vielleicht ein bisschen gehofft. Wo ist denn das französische Viertel? Ich frage für einen Freund. Could you help me? No, first I've heard of it. Das ist schön, dass du das zum ersten Mal hörst. Ich höre es auch zum ersten Mal und muss ich mich hier irgendwie zurechtfinden. Die wollen alle garen. Gut, ich glaube, hier kann ich nichts weiter erkennen. Hallöchen. Excuse me, just one question. Don't be angry with me, sir, but I don't know. Oh Gott, die wissen alle hier nichts, ne? Genau, sondern ich gerade die Peitschenfragen stelle. Oh. Jetzt sind sie auf einmal weg. Nein. Hey, du, warte, warte. Are you able to help me? No, I've not heard about that, sorry. Habe ich irgendwas verpasst? Also gefühlt ja. Habe ich irgendwas verpasst? Meine Klamotten sind auf jeden Fall wieder ein bisschen nässer. Also, sind hinüber. Gut, ich glaube, ich muss doch zum Sheriff. Volle Konfrontation. Bei Kleidung kann ich ja nicht wechseln. Ich finde jetzt hier auch gerade nichts. Dann bleibt ja wirklich nur das mit den Sheriff zu klären. Wo der auch immer hier sitzt. Hier, oder? Weil hier stehen lauter Dingsteile. Police Department. Ja gut, kann ich auch wieder mal nichts machen. Läuft. Es läuft einmalig. Hallo. Ah, was stehst du mir denn im Weg? Holmes, Just hilf mir tell mal. me what you've learned. Okay, fine. Change your clothes. We'll talk afterwards. And I thought I was the vain one. Ich muss mich also umziehen. Really? Wir haben doch gehört, dass meine Klamotten hinüber sind. Ich glaube, ich habe gerade was gesehen von Weitem. Always a pleasure to see you regular, Mr. Barnaby. Welcome home.
Ach du meine Güte, wo bin ich denn hier gelandet? Hab Klamotten gesehen. Okay, hab sie doch nicht gesehen, weil ich da nicht hinkomme. Da waren Klamotten. Was soll ich denn mit Dr. Watson jetzt hier anfangen? Hallo, haben Sie Klamotten für mich? Oh, pardon. It was like the luggage had legs of its own. Oh, Mr. Oh. Cratchit will have my head. I ain't sure what you did to the sheriff, but it must have been something real hairy to have him chuck your luggage off the pier. With respect, miss, have we met before? If you were the real Frank Barnaby, yeah, we would have. But where are my manners? I'm Lucy. And you are? John, I didn't mean to be rude. I've just had a difficult day, miss. Well, it's barely noon. And you've already made an enemy in Sheriff Grubb. The man starves his gators just in case someone crosses him. John who? Watson. Well, Johnny, if you plan on sticking around, you better change that suit, or Frank's reputation will catch up with you. And then you'll be a John Doe. Alas, I think one of those gators is currently devouring my spare clothes. You've got yourself in a fine pickle. All right, come on board the Nymph of Louisiana, and I'll sort you something to wear. The nymph? Is that what it sounds like? Why are you helping me? Well, let's just say you ain't the only one who's had run-ins with the sheriff. Way I see it, this city deserves better. Now quit your stalling and head on over to the Nymph. I'll be in room 6. This Mr. Barnaby is proving rather useful. Perhaps you're not so different after all. One more word, Holmes, Ich and war I'll doch... hand you over to the sheriff. Sorry, was that John talking or Frank? Go annoy someone else while I visit the nymph. Bei aller Liebe, war ich nicht gerade an der Kleidung? Ist da was aufgeploppt? Ich weiß es nicht, ich hab's nicht gesehen. Naja, gut, dann vergnügen wir uns jetzt im Zimmer 6 mit der Lucy. Also, ja, mal gucken. Aber ich war schon richtig, ne? Well, look at you. All dressed up with nowhere to go. I can't thank you enough. As I was saying, our journey has hardly gone to plan. We seem no closer to finding our missing people than when we left. Well, if there were anything to know, Champagne will know it. She's across everything in New Orleans. Look for her in the fisherman's village behind the Creole Quarter. Thank you again, Lucy. I shall make my way there now. Good luck, Johnny. Keep out of trouble. Ja, na klar, das werde ich definitiv tun. Läuft ja momentan sehr gut. Dann wollen wir noch mal zu. Ah, forgive me, Watson. The difference is plain as day. What a remarkable transformation from Barnaby. If we're critiquing wardrobes, Holmes, maybe you can explain why you used to roll just one sleeve up. Did you get bored halfway through? Oh, das war jetzt so gekontert. Ja, meine Lieben, und damit würde ich sagen, nach diesem ganzen Spuk der, was soll ich jetzt machen, Fantasie, werde ich hier ein Folgenpäuschen machen. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.